Lektion 1. Vorbereitung des Vorstellungsgesprächs? Hervorragend. Wissen Sie, wer das Interview führen wird? Ja, ich wurde darüber informiert, dass es der Personalleiter sein wird. Das ist gut zu wissen. Haben Sie sich auf die Art von Fragen vorbereitet, die Sie stellen könnten? Ich habe häufig gestellte Interviewfragen und meine Antworten geübt. Das ist ein kluger Ansatz. Selbstvertrauen ist bei Interviews von entscheidender Bedeutung. Unbedingt. Ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Ich bin mir sicher, du wirst es tun. Sei einfach du selbst und zeige deine Fähigkeiten. Danke. Ich freue mich sehr über Ihre Unterstützung. Jederzeit. Lass uns zusammen ein paar Fragen durchgehen, wenn du möchtest. Lektion 2. Gesundes Essen. Nun ja, ich habe versucht, mich hauptsächlich pflanzlich zu ernähren. Das klingt toll. Wie ist es dir ergangen? Es war wunderbar. Ich fühle mich energiegeladener und gesünder. Das ist fantastisch. Welche Arten von Mahlzeiten genießen Sie? Ich liebe es, Bratpfannengerichte und Salate mit viel Gemüse zuzubereiten. Das sind köstliche Optionen. Integrieren Sie irgendwelche Proteine? Ja, ich füge Bohnen oder Linsen als Protein hinzu. Perfekt. Eine ausgewogene Ernährung ist so wichtig für die allgemeine Gesundheit. Unbedingt. Ich freue mich darauf, mehr pflanzliche Rezepte zu entdecken. Lektion 3. Ideen der Europäischen Union. Im Kontext eines größeren Europas habe ich eine Idee für ein Commonwealth of Europe. Das ist faszinierend. Was würde das bedeuten? Ich stelle ein Konzept vor, das die Einheit und Zusammenarbeit zwischen den europäischen Nationen fördert. Das klingt ehrgeizig. Wie stellst du dir vor, dass es funktioniert? Nun, es könnte sich auf gemeinsame Ressourcen und kulturellen Austausch konzentrieren. Das ist eine tolle Idee. Das würde die Beziehungen zwischen den Ländern stärken. Ja, und es könnte helfen, gemeinsame Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Ich liebe die Idee, die Zusammenarbeit in Europa zu fördern. Lassen Sie uns weiter nach Möglichkeiten suchen, dieses Konzept weiterzuentwickeln. Lektion 4. Stressabbau. Ganz zu schweigen davon, dass es auch Stress- und Angstzustände reduzieren kann. Unbedingt. Entspannende Aktivitäten sind so vorteilhaft. Ja, ich finde, Pausen helfen mir, den Kopf frei zu bekommen. Das Gleiche hier. Es ist wichtig für die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit. Ich habe angefangen, Achtsamkeit zu praktizieren, und es hat einen Unterschied gemacht. Das ist wunderbar. Achtsamkeit kann deine Perspektive wirklich verändern. Ja, es hilft mir, präsent zu bleiben und den Moment zu schätzen. Ich sollte auch versuchen, Achtsamkeit in meine Routine zu integrieren. Lass uns gemeinsam einige Techniken erkunden. Lektion 5. Fortschrittsverfolgung. Es dauert ungefähr 30 Tage, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Perfekt. Ich denke, wir machen Fortschritte mit unseren Zielen. Ja, Konsistenz ist der Schlüssel. Haben Sie irgendwelche Änderungen bemerkt? Definitiv. Ich fühle mich produktiver und konzentrierter.
Das ist fantastisch. Es ist toll zu sehen, wie sich unsere Bemühungen auszahlen. Ja, und es motiviert mich weiterzumachen. Lassen Sie uns während dieser Reise weiterhin gegenseitig unterstützen. Ich stimme zu. Zusammen können wir unsere Ziele erreichen. Ich bin gespannt, wo wir in einem Monat sein werden. Lektion 6. Alte Astronomie. Planetarier können auch zeigen, wie die Menschen in der Antike den Himmel betrachteten. Das ist faszinierend. Ich liebe es, etwas über historische Perspektiven zu lernen. Ja, Hirten, die unter dem Himmel leben, müssen einzigartige Einblicke gehabt haben. Stellen Sie sich die Geschichten vor, die Sie über die Sternbilder erzählen könnten. Genau. Sie verließen sich bei der Navigation und beim Verständnis der Jahreszeiten auf die Sterne. Es ist unglaublich, wie sehr Sie mit der Natur verbunden waren. Ja, und es zeigt die Bedeutung der Astronomie in ihrem täglichen Leben. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie verschiedene Kulturen die Sterne betrachteten. Lass uns etwas recherchieren. Es gibt so viel zu entdecken. Lektion 7. Historische Tragödie. Wussten Sie, dass viele während der Eroberungen direkt getötet wurden? Ja, es ist herzzerreißend. Ganze Zivilisationen wurden zerstört. Und Tausende erlitten schreckliche Verletzungen, die oft übersehen werden. Unbedingt. Die Auswirkungen auf die Gemeinden waren verheerend. Es ist wichtig, sich an diese Ereignisse zu erinnern, um die Betroffenen zu ehren. Ja, und um zu verstehen, wie Geschichte unsere Gegenwart prägt. Ich denke, die Diskussion über diese Themen kann das Bewusstsein schärfen. Definitiv. Bildung ist der Schlüssel, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern. Lassen Sie uns weiter nach Möglichkeiten suchen, andere über diese Geschichte zu informieren. Lektion 8. Sportethik. Es ist beunruhigend, wie manche Menschen Sportler dazu ermutigen, Drogen zu nehmen. Ja, und viele andere sind schuldig, die Augen vor dem Problem verschlossen zu haben. Es untergräbt wirklich die Integrität des Sports. Unbedingt. Athleten sollten fair gegeneinander antreten, ohne Druck zu betrügen. Ich frage mich, wie wir eine gesündere Sportkultur fördern können. Bildung und Interessenvertretung sind für die Sensibilisierung von entscheidender Bedeutung. Ja, und wir müssen Athleten unterstützen, die sich für einen sauberen Wettkampf entscheiden. Definitiv. Ihre Geschichten können andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir Initiativen für sauberen Sport unterstützen können. Lektion 9. Modeentscheidungen. Ich trage einen Gürtel, um meine Jeans oder meine Hose hochzuhalten. Das ist praktisch. Frauen tragen allerdings manchmal ein Kleid oder einen Rock ohne Gürtel. Stimmt, aber Gürtel können ein Outfit wirklich aufwerten. Ja, sie können sowohl Freizeit- als auch formeller Kleidung eine nette Note verleihen. Hast du einen Lieblingsgürtelstil? Ich mag gewebte Gürtel sehr, sie sind vielseitig und stylisch. Das ist eine gute Wahl. Ich bevorzuge Ledergürtel für einen klassischeren Look. Beide Stile haben ihre Vorteile. Es macht Spaß, sie zu kombinieren. Lass uns bald neue Accessoires einkaufen gehen. Lektion 10.
Erkundung antiker Ruinen. Ich habe kürzlich antike Ruinen in Rom erkundet. Das klingt nach so viel Spaß. Was hast du gesehen? Ich habe das Kolosseum und das Forum besucht. Sie waren atemberaubend. Beeindruckend. Ich würde gerne durch diese historischen Stätten gehen. Du solltest auf jeden Fall eine Reise dorthin planen. Die Geschichte ist faszinierend. Ich kann mir nur vorstellen, welche Geschichten diese Wände erzählen könnten. Ja, und die Architektur ist einfach umwerfend. Ich würde gerne Fotos machen und die Atmosphäre genießen. Machen wir es uns zum Ziel, eines Tages zusammen dorthin zu reisen. Lektion 11. Ungezwungene Gespräche. Ich reise nicht. Ich bringe nur einen Freund ab. Wo gehst du hin? Ich gehe zum Flughafen. Er muss einen Flug erwischen. Das ist nett von dir. Möchtest du danach Kaffee trinken? Sicher. Ich würde mich gerne informieren, bevor du deinen Tag beginnst. Großartig. Ich mache ein paar Besorgungen, dann können wir uns treffen. Klingt perfekt. Ich werde eine Weile am Flughafen sein. Sag mir einfach, wann du frei bist. Das werde ich. Freue mich auf unseren Chat. Lektion 12. Wetterverzögerungen. Das schlechte Wetter verzögerte das Schwimmen um mehrere Tage. Das muss für alle Beteiligten frustrierend gewesen sein. Ja, wir waren startklar, aber Sicherheit geht vor. Unbedingt. Es ist besser, auf klare Bedingungen zu warten. Ich bin nur froh, dass alle in Sicherheit sind. Ja, und hoffentlich bessert sich das Wetter bald. Ich kann es kaum erwarten, endlich einzutauchen. Ich auch nicht. Bleiben wir optimistisch, was eine Umplanung angeht. Ganz gewiss. Das Warten wird sich lohnen. Lektion 13. Künstlerischer Ausdruck. Künstler verwenden all diese Farben, um wunderschöne Gemälde zu machen. Ja, und die Natur hat all diese Farben verwendet, um die Welt zum Leben zu erwecken. Es ist erstaunlich, wie Farben verschiedene Emotionen hervorrufen können. Unbedingt. Jeder Farbton hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Wirkung. Welche Farben findest du am inspirierendsten? Ich liebe die Blau- und Grüntöne. Sie erinnern mich an Ruhe. Das sind wunderbare Entscheidungen. Ich fühle mich zu warmen Farben wie Rot und Orange hingezogen. Diese vermitteln definitiv Energie und Leidenschaft. Lassen Sie uns einige Kunstgalerien erkunden, um zu sehen, wie Künstler Farben verwenden. Lektion 14. Zukunftspläne. Im selben Jahr habe ich über meine nächsten Schritte nachgedacht. Das ist interessant. Was möchtest du erreichen? Ich konzentriere mich auf persönliches Wachstum und die Suche nach neuen Möglichkeiten. Das ist eine großartige Denkweise. Das Setzen von Zielen kann wirklich helfen. Ja, ich möchte mich in verschiedenen Bereichen herausfordern. Für welche Bereiche interessieren Sie sich am meisten? Ich erwäge, mich weiterzubilden und meine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist ein kluger Schachzug.
Kontinuierliches Lernen ist so wertvoll. Ich stimme zu. Motivieren wir uns gegenseitig auf unseren Reisen. Lektion 15. Heimtraining. Trainierst du regelmäßig zu Hause? Ich versuche es mindestens 4-mal pro Woche zu machen. Das ist beeindruckend. Welche Art von Workouts bevorzugst du? Ich mag eine Mischung aus Yoga und Krafttraining. Das ist eine tolle Kombination. Yoga hilft bei der Flexibilität, während Krafttraining Muskeln aufbaut. Genau. Ich fühle mich ausgeglichen, wenn ich beides in meine Routine einbeziehe. Ich sollte auch anfangen, Yoga in mein Training zu integrieren. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist entspannend und wohltuend für den Körper. Lass uns irgendwann eine gemeinsame Sitzung vereinbaren. Lektion 16. Reisepläne. Hallo. Ich habe gehört, dass du eine Auslandsreise planst. Wo gehst du hin? Ja, ich fliege für ein paar Wochen nach Spanien. Das klingt unglaublich. Worauf freust du dich am meisten? Ich kann es kaum erwarten, die Architektur zu erkunden und das lokale Essen zu probieren. Das sind gute Gründe. Spanien hat eine so reiche Kultur. Unbedingt. Ich freue mich auch darauf, neue Leute kennenzulernen. Das wird ein fantastisches Erlebnis. Ja. Ich werde dafür sorgen, dass ich viele Fotos mache. Definitiv. Lass uns das nachholen, bevor du gehst. Lektion 17. Engagement im Fitnessstudio. Hey, bist du regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen? Ja, ich habe versucht, mich an einen konsistenten Zeitplan zu halten. Das ist großartig. Wie oft gehst du jede Woche? Ich strebe etwa 4-mal pro Woche an und mische Cardio- und Krafttraining. Das ist beeindruckend. Was gefällt dir am meisten an deinen Workouts? Ich liebe es, wie energiegeladen ich mich danach fühle. Es verbessert wirklich meine Stimmung. Unbedingt. Bewegung kann so ein großartiger Stressabbau sein. Ja, und es ist schön, Fortschritte im Laufe der Zeit zu sehen. Haben Sie bestimmte Ziele, auf die Sie hinarbeiten? Lektion 18. Gemischte Gefühle. Ich habe gehört, dass sie über die Situation verärgert war. Ja, sie sieht nicht, wie gut ein Mädchen für sie wäre. Das ist eine schwierige Perspektive. Was denkst du? Ich glaube, jeder hat etwas Wertvolles zu bieten, unabhängig vom Geschlecht. Genau. Es ist wichtig, das Potenzial jedes Einzelnen zu erkennen. Ja, und manchmal brauchen die Leute einfach die Chance, sich zu beweisen. Ich stimme zu. Wie können wir sie in dieser Situation unterstützen? Vielleicht können wir sie ermutigen, ihre Ideen selbstbewusster zu teilen. Das klingt nach einem soliden Plan. Helfen wir ihr, sich gestärkt zu fühlen. Lektion 19. Bedürfnisse eines Mitbewohners. Ich brauche mindestens 2 Schlafzimmer, da ich einen Mitbewohner haben werde. Das macht Sinn. Die Miete aufzuteilen wird auf jeden Fall helfen. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, etwas Geld für die Lebenshaltungskosten zu sparen.
Hast du schon angefangen, nach Orten zu suchen? Ein bisschen. Ich schaue mir einige Angebote online an. Das ist ein guter Anfang. Nach welchen Funktionen suchen Sie? Ich hätte gerne einen Ort mit einer guten Küche und etwas Stauraum. Die sind wichtig. Ein komfortabler Wohnraum macht einen großen Unterschied. Ja, und es hilft, ein positives Umfeld zu schaffen. Lektion 20. Nachbereitung der Besprechung. Ich denke, wir sollten ein Teamtreffen organisieren, um das Problem anzugehen. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, dass alle auf derselben Wellenlänge sind. Ja, und ich könnte während des Treffens einige Lösungen vorschlagen. Großartig. Eine klare Agenda hilft dabei, die Dinge konzentriert zu halten. Genau. Wir sollten auch alle ermutigen, ihre Gedanken mitzuteilen. Ja, Zusammenarbeit führt oft zu den besten Ergebnissen. Dann planen wir das Treffen für nächste Woche. Klingt perfekt. Ich verschicke eine Kalendereinladung. Fantastisch. Ich freue mich auf unsere Diskussion. Lektion 21. Morgenroutinen. Am Ende lasse ich Aufgaben immer bis zur letzten Minute liegen. Das ist ein gemeinsamer Kampf. Hast du versucht, deinen Morgen besser zu planen? Das habe ich, aber manchmal lasse ich mich ablenken. Ich verstehe. Es kann schwierig sein, morgens konzentriert zu bleiben. Ja, vor allem wenn ich viel um die Ohren habe. Vielleicht könnte es helfen, kleinere Ziele für den Tag zu setzen? Das ist eine gute Idee. Das könnte dazu führen, dass sich die Dinge weniger überwältigend anfühlen. Ja, und du kannst dich für das Erledigen jeder Aufgabe belohnen. Ich liebe das. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Lektion 22. Arztbesuche. Der Arzt leuchtete mir während der Untersuchung mit seinem Licht in den Mund. Das ist Standard. Was hat er danach gesagt? Er sah auf meinen Hals und sagte, er sei etwas geschwollen. Oh nein! Hat er eine Behandlung vorgeschlagen? Ja, er empfahl Halspastillen und viel Flüssigkeit. Das klingt nach einem guten Rat. Ruhe ist auch wichtig. Definitiv. Seit dem Besuch versuche ich, es ruhig angehen zu lassen. Das ist klug. Es ist besser, sich vollständig zu erholen, bevor Sie zu normalen Aktivitäten zurückkehren. Ich weiß, deine Sorge zu schätzen. Ich werde sicherstellen, dass ich den Rat des Arztes befolge. Lektion 23. Casa Loma. Wussten Sie, dass Casa Loma eine führende Touristenattraktion in Toronto ist? Ja, es ist so ein wunderschönes Schloss mitten in der Stadt. Genau. Es zieht jedes Jahr rund 400.000 Besucher an. Das ist beeindruckend. Was glaubst du, macht es so beliebt? Ich finde die Architektur und die Gärten atemberaubend. Unbedingt. Die Geschichte hinter dem Schloss ist ebenfalls faszinierend. Ich würde es gerne mehr erkunden. Ja, und es Warst ist du vor ein kurzem großartiger dort? Ort für Fotos und Veranstaltungen.
Nicht in einer Weile, aber ich würde gerne zurückgehen und die blühenden Gärten sehen. Lektion 24. Historische Migration. 1912 fuhr ein Auto durch Kanada von Küste zu Küste. Das ist eine faszinierende Reise. Was ist als nächstes passiert? Bald wurde in der Öffentlichkeit Druck auf gute Straßen und Infrastruktur ausgeübt. Das macht Sinn. Das muss damals eine ziemliche Herausforderung gewesen sein. Ja, und es hat wirklich die Tür für mehr Reisen durch das Land geöffnet. Es ist erstaunlich, wie diese eine Reise zu so bedeutenden Veränderungen führen konnte. Definitiv. Es ebnete den Weg für die modernen Straßennetze, die wir heute haben. Ich würde gerne mehr über die Geschichte des Transports in Kanada erfahren. Ich auch. Es ist ein interessantes Thema, das uns auch heute noch bewegt. Lektion 25. Höfliches Verhalten. Eine höfliche Person vermeidet es, so laut Musik zu spielen, dass andere verärgert sind. Das stimmt. Das zeigt Respekt für die Menschen um dich herum. Genau. Es ist wichtig, auf das Wohlbefinden anderer zu achten. Ja, und es schafft eine angenehmere Atmosphäre für alle. Wie gehst du normalerweise mit solchen Situationen um? Ich versuche, die Lautstärke niedrig zu halten oder Kopfhörer zu verwenden, wenn ich kann. Das ist ein guter Ansatz. Es trägt zur Aufrechterhaltung einer friedlichen Umgebung bei. Unbedingt. Es geht nur darum, rücksichtsvoll zu sein. Ich denke, kleine, freundliche Handlungen können unsere Interaktionen wirklich verbessern. Lektion 26. Herausforderungen am Arbeitsplatz. Viele Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter zu kontrollieren, die während der Arbeitszeit das Internet nutzen. Das ist ein interessantes Thema. Denkst du, es ist effektiv? Das kann sein, aber es wirft auch Bedenken hinsichtlich Vertrauen und Autonomie auf. Ja, zu viel Kontrolle kann zu einem negativen Arbeitsumfeld führen. Genau. Die Mitarbeiter sollten sich befähigt fühlen, ihre Zeit selbst zu verwalten. Ich glaube daran, ein Gleichgewicht zwischen Produktivität und Freiheit zu finden. Das ist eine großartige Perspektive. Die Förderung von Verantwortung führt oft zu besseren Ergebnissen. Ja, und es fördert das Gefühl der Eigenverantwortung für die eigene Arbeit. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie eine positive Arbeitsplatzkultur gefördert werden kann. Lektion 27. Bedeutung der Cybersicherheit. Richtig, die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene. Ja, es hilft wirklich, persönliche Daten online zu schützen. Ich denke, es wird in der heutigen digitalen Welt immer wichtiger. Unbedingt. Bei so vielen Bedrohungen müssen wir proaktiv sein. Haben Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Ihre Konten eingerichtet? Das habe ich für die meisten von Ihnen getan. Es gibt mir Seelenfrieden. Das ist klug. Ich sollte meine Einstellungen noch einmal überprüfen. Definitiv. Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um die Sicherheit zu erhöhen. Erinnern wir uns gegenseitig daran, auf die Online-Sicherheit zu achten. Lektion 28. Überlegungen zum Budget. Haben Sie strenge Budgetbeschränkungen für Ihr Projekt?
Ich habe eine Reichweite im Sinn, aber ich bin flexibel. Das ist gut. Flexibilität kann zu besseren Möglichkeiten führen. Ja, ich möchte die besten Optionen finden, ohne zu viel auszugeben. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Qualität und Kosten in Einklang zu bringen. Genau. Ich bin offen dafür, verschiedene Lösungen zu erkunden. Lassen Sie uns einige Optionen untersuchen, die in Ihr Budget passen. Großartig. Ich würde mich über deinen Beitrag dazu freuen. Ich helfe gerne. Lass es uns geschehen lassen. Lektion 29. Kreative Zusammenarbeit. Gilbert war die treibende Kraft in der Beziehung. Er schrieb ständig neue Drehbücher. Das ist beeindruckend. Das klingt, als hätte er sich seinem Handwerk sehr verschrieben. Ja, und er würde sie zu Sullivan bringen, um Feedback zu erhalten. Ich wette, die Zusammenarbeit hat dazu beigetragen, seine Arbeit erheblich zu verbessern. Definitiv. Die Zusammenarbeit mit anderen kann zu neuen Ideen und Perspektiven führen. Unbedingt. Es ist inspirierend zu sehen, wie Teamwork die Kreativität fördern kann. Ich denke, wir sollten nach Möglichkeiten suchen, bei unseren Projekten stärker zusammenzuarbeiten. Tolle Idee. Lass uns ein paar kreative Partnerschaften brainstormen. Ich bin gespannt, was wir uns gemeinsam einfallen lassen können. Lektion 30. Frisches Gebäck. Hey, ich habe gerade ein paar Backwaren von der Bäckerei bekommen und sie waren sehr gut. Lecker. Ich kann es kaum erwarten, das Gebäck zu probieren. Welche Geschmacksrichtungen hast du bekommen? Ich habe ein paar Schokoladencroissants und Mandelbonbons mitgenommen. Die klingen köstlich. Ich liebe alles, was mit Schokolade zu tun hat. Ja, und der Mandelgeschmack verleiht dem Ganzen eine nette Note. Haben Sie schon einmal versucht, Gebäck zu backen? Hab ich! Das macht ziemlich viel Spaß, aber sie kommen nie so gut heraus wie die der Bäckerei. Das ist verständlich. Frisches Gebäck hat seinen ganz eigenen Reiz. Definitiv. Vielleicht können wir irgendwann versuchen, zusammenzubacken. Das klingt nach einer großartigen Idee. Lass uns bald einen Backtag planen. Lektion 31. Migrationsverlauf. Viele Afroamerikaner zogen aus dem Süden der Vereinigten Staaten nach Chicago. Ja, das ist ein bedeutender Teil der großen Migration. Was glaubst du, hat sie motiviert? Sie suchten nach besseren Beschäftigungsmöglichkeiten und entkamen der Rassendiskriminierung. Unbedingt. Es war eine mutige Entscheidung, alles hinter sich zu lassen für ein besseres Leben. Ja, und ihr Beitrag zur Kultur Chicagos ist immens. Ich stimme zu. Die Musik-, Essens- und Kunstszenen blühten aufgrund dieser Migration auf. Es ist faszinierend, wie solche Bewegungen Städte prägen können. Ja, und es ist wichtig, sich an diese Geschichten zu erinnern, um ihr Vermächtnis zu ehren. Lass uns mehr über dieses Thema erfahren und es mit anderen teilen. Lektion 32. Geschwindigkeitsrekorde. Sie fuhren zu schnell durch eine große Ansammlung von Eisbergen, während sie versuchten, einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Das klingt sowohl aufregend als auch gefährlich. Was ist als nächstes passiert? Sie mussten vorsichtig navigieren, um Kollisionen zu vermeiden.
Ich kann mir nur vorstellen, wie herausfordernd das gewesen sein muss. Ja, sie mussten Geschwindigkeit und Sicherheit in Einklang bringen, was nicht einfach ist. Es ist beeindruckend, dass Sie ein so riskantes Unterfangen auf sich genommen haben. Definitiv. Es ist ein Beweis für Ihre Fähigkeiten und Entschlossenheit. Ich würde gerne mehr über Ihre Reise und das Ergebnis erfahren. Ich auch. Schauen wir uns mehr Details zu diesem Rekordversuch an. Lektion 33. Erkundung des Parfums. Hast du schon einmal eines dieser Parfums probiert? Nein, ich freue mich darauf, verschiedene Düfte auszuprobieren. Das ist großartig. Welche Düfte magst du normalerweise? Ich mag blumige und frische Düfte. Sie erinnern mich an den Frühling. Die sind herrlich. Ich bevorzuge wärmere, würzigere Düfte für ein wohligeres Gefühl. Das ist interessant. Es macht Spaß, wie verschiedene Düfte verschiedene Stimmungen hervorrufen können. Ja. Lass uns ein paar testen und sehen, welche uns beiden gefallen. Das fände ich toll. Das Erkunden neuer Düfte kann ein solches Abenteuer sein. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam unsere Favoriten zu entdecken. Lektion 34. Vorbereitung des Vorstellungsgesprächs. Hervorragend. Haben Sie strenge Budgetbeschränkungen für das Projekt? Ich habe eine Reichweite im Sinn, aber ich bin flexibel. Das ist gut zu hören. Flexibilität kann oft zu besseren Optionen führen. Ja, ich möchte sicherstellen, dass wir Qualität erhalten, ohne das Budget zu sprengen. Ich verstehe das vollkommen. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zu finden. Genau. Haben Sie bestimmte Budgetgrenzen festgelegt? Ich denke, wir sollten zunächst eine Mittelklasse anstreben. Das klingt vernünftig. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir weitermachen. Unbedingt. Ich bin gespannt, was wir uns einfallen lassen können. Lektion 35. Aufgeräumte Räume. Denken Sie daran, dass ein aufgeräumter Raum Ruhe und Produktivität bringen kann. Das ist so wahr. Unordnung kann wirklich ablenkend sein. Unbedingt. Eine organisierte Umgebung hilft, den Kopf frei zu bekommen. Ja, ich merke, dass ich besser arbeite, wenn alles an seinem Platz ist. Wie organisierst du normalerweise deinen Raum? Ich mache es mir zur Gewohnheit, regelmäßig zu entrümpeln und habe für alles ausgewiesene Bereiche eingerichtet. Das ist eine großartige Strategie. Ich sollte das mehr in meine Routine integrieren. Es hilft auf jeden Fall. Lass uns gemeinsam einen Tag zum Entrümpeln einplanen. Das fände ich toll. Es wird Spaß machen und produktiv sein.